Wir haben jetzt noch das Kokosnussmuseum doch noch auf dem Weg entdeckt. Kokosnussmuseum, die Frage ist, muss man sowas sehen, wenn man 14 Tage Urlaub hat, oder kann man das dann nur machen, wenn man verdammt lange Zeit auf der Insel hat? Das Ja, ist die Frage, aber wir haben ja sehen Zeit wir gleich. und deswegen schauen wir mal, ob wir da reingehen, ist ja auch nochmal die Frage. Wenn die da jetzt einen utopischen Preis aufrufen, werden wir da auch nicht reingehen. Weil so interessant finde ich jetzt Kokosnüsse auch nicht. Nee, es war halt jetzt nur auf dem Weg, haben wir es doch noch entdeckt. Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt können wir noch eben schnell hier rein. Achso, Öffnungszeiten 7:30 bis 16:30 Uhr, dass ihr das schon mal wisst. Die Wochentage stehen sicherlich da drüber, aber... Monday to Saturday. Lesen. Ich Okay, kann es ohne- lesen. Ohne Schuhe rein. Also, ich gehe mal stark von Montag bis Samstag aus. Auf jeden Fall ist es schön aufgemacht. Ah, hier auch in Englisch. Müsst ihr mal auf Pause machen, wenn es euch interessiert. Hier kannst du sehen, wie viel Hektar oder so oder was auch immer diese Maßeinheit sein soll, die verschiedenen Pflanzen. Ach, Reis hier, angebaut werden. ja, Landeinheit. Mangostin wurde uns ja empfohlen, wo wir auf der Durian-Plantage waren. Und wir sollten das unbedingt essen und ja, Super kann man lecker. empfehlen. Sollte man Aber empfehlen. das hier sind meine Rasselfrüchte von gerade, die sind auch sehr lecker. Rambutan ist auch sehr lecker. Also das beides sind so Litschi-Arten. Ja, das sind Kokosnüsse, ja und Durian. Also bisher hier haben wir alles schon gegessen. Und für mich natürlich interessant, wie man einen Kokosnussbaum hochklettert, wird hier erklärt. Donkey Monkey Lass Business. es nicht machen. Du überlegst, sie haben da mit dem Fahrrad hier gemacht wahrscheinlich. Tut das weh? Oh ja, das ist nicht gerade annehmen. Ja gut, weil unsere Füße nicht darauf ausgemacht sind. Ich laufe öfters barfuß. Ah, die sehen ja geil aus. Ah, guck mal. Oh, wie geil sind die denn? Hier. Ach, guck mal hier, siehst du auch nochmal wieder, Ah, wie ja. mit dem Seil da hochgeht. Ja, die Sachen Ey, kannst wie, du kaufen, ne? die sind geil, ja. Ja. Guck mal. So, das wollten wir eigentlich unserem Sponsor aus Palo Santo mitbringen und jetzt gibt es sie hier aus Kokos. Aber ich glaube, Palo Santo hält ein bisschen länger. Wahrscheinlich. Aber dass hier keiner ist, wundert mich gerade. Die haben Mesoanimöl. Sawadika. Fazit, ja, ob man hier hin muss, ist fraglich, wie Martin am Anfang ja schon gesagt hat, ob man das jetzt in seinem Urlaub machen muss oder nicht. Ich fand es schon interessant, so halt auch mal zu gucken, was man mit und aus den Kokosnüssen macht. Aber das müsst ihr halt entscheiden. Genau, für die Männer ist natürlich hier draußen noch so eine Bank. Ich habe dann draußen gesessen, aber wenn ihr euren Frauen einen Gefallen tun wollt, Frauen gucken immer gerne solche speziellen Produkte. Ja, ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe es halt Nein, auch. aber ist mal interessant, kann man mal sehen. Genau. Plan 10 Minuten dafür ein und dann ist Ja. alles gut. Ja. Auf jeden Fall schön gemacht. Und wir begeben uns jetzt, glaube ich, wirklich so langsam Richtung zu Hause, ne? Wir denken wie immer müssen noch später. duschen und alles. Genau, dann bis wir uns noch fertig waren. Also, bis später. Wir waren letztens ja bei einem Kloster, wo ein mumifizierter Mönch drin saß. Und als wir das unserem unbekannten Sponsor erzählt haben, hat er uns gefragt, ob wir denn auch den Gong genommen haben.
Und der Gong ist hier. Und an dem Kloster, wo wir waren, ist kein Gong gewesen. Und der Mönch hatte keine Sonnenbrille auf. Genau, das kam mir auch schon Und das kam uns komisch vor, dass der Mönch, diese Mumie, keine Sonnenbrille auf hatte. Und um das Ganze jetzt zu korrigieren, sind wir an das Kloster gefahren, dessen Namen wir jetzt nicht wissen. So, das Schild ist irgendwo vorne, wir blenden das aber unten ein. Ja, und sind dann jetzt hier hingefahren, wo der mumifizierte Mönch mit der Sonnenbrille sitzt. Und deswegen werden wir jetzt noch mal da hochgehen. Jetzt müssen wir erstmal hier unsere Schuhe abstellen. Ach ja, ich habe meine nassen Schuhe an. Und dann spannen wir euch noch nicht weiter auf die Folter. Hier sitzt dieser mumifizierte Mönch. Und ja, ich weiß gar nicht, ob der andere jetzt diese Legende, die ich letztens hatte, auch hat. Aber dieser hier soll bei der Meditation ja, verstorben sein und seitdem sitzt er hier in dieser Position und wird von den Mönchen ja, verehrt, würde ich mal so sagen. Und ist natürlich hier für den Tourismus in Koh Samui auch eine Touristenattraktion, weil wir haben gerade hier wieder mal Glück gehabt. Also wir sind jetzt hier ziemlich alleine, aber vor 2 Minuten waren noch lauter Touristen, da habt ihr gerade vielleicht auch am Gong schon gesehen. Da waren die sicher noch am Probieren und einer von diesen Transportern steht auch noch da. Ich denke aber, da die hier an der Stelle schon durch sind, werden wir jetzt nachfolgend auch wieder alleine sein. Also irgendwie haben wir da schon echt Glück mit. Die Frage ist halt, ist sowas makaber hier einen Toten so auszustellen und so als Tourismustradition zu nehmen? Wäre es makaber, würden die Mönche das nicht machen? Ja, Das ist ich sage, Anbetung. da wollte ich ja jetzt erstmal drauf hinaus. Wir sind ja hier in Thailand und die haben eine völlig andere Kultur und ein völlig anderes andere Wertevorstellung, wie wir in Europa kultivierten Menschen das haben. Für die ist das sicherlich etwas Normales und ja, in Europa wird man vielleicht sagen, ja, warum macht man das, obwohl die katholische Kirche ja, glaube ich, ähnliche Sachen ausstellt und früher auch mit diesem ganzen Gebeinehandel und von Heiligen und so weiter und so fort. Aber wir gucken mal, was es hier noch so zu entdecken gibt. Hier ist sogar noch die Geschichte von dem mumifizierten Mönch. Könnt ihr gerne mal auf Pause drücken und euch durchlesen. Und jetzt versuche ich das, wenn das der klappt, dann lasst es sich auf Kamera. Können. Sarah ist jetzt irgendwie schon ein bisschen schneller wieder gewesen und versucht sich jetzt mal hier am Gong. Ich höre nichts. Wow. Das war näher, guck, das man es hört. Jetzt kluger wird. Jetzt hört man nichts mehr. Ja, die Autos sind ja auch so laut. Aber ich habe gerade wirklich was gehört. Jetzt kriegt er nicht mehr hin. Warum? Ja, leider ist gerade die Kamera ausgegangen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ruhig. Ja, man hat was gehört. Ich hoffe, das aber war das richtige ich glaube, gerade Geräusch. war es schon einmal lauter hier. Versuch, mach mal. Jetzt warten da ja schon irgendwie Leute. Mich auch. Das ist doch gar nicht so schwer. Angeber aber auch keiner. Hier, nimm. You must try. Oh, ich habe wieder Glück gehabt. Jetzt sind wieder eine Horde Touristen hier angekommen. Also wir haben das Zeitfenster vor 2 Minuten beim Mönch super ausgenutzt. Kannst du da drüben auch auf Englisch fotografieren? Kann er beides. Jetzt gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Das ist noch eine, die sie umzieht. Ja. Ha! Hier! I Love Elephant. Schatz. 2 Minuten entfernt. Ja, Sarah kriegt schon wieder zu viel, weil Ja, bei auf das Facebook Niveau musst du dich nicht der runterlassen. ein oder andere fertige Typ uns da jetzt irgendwie was unterstellen wollte. Jo, also wir betreiben hier keine Elefantencamps. Ob wir die gut verheißen, das sei mal dahingestellt.
Aber wir zeigen die Insel so, wie sie ist. Und auf dieser Insel gibt es zahlreiche Elefantenkämpfe. Es gibt hier auch Hahnenkämpfe, es gibt hier Fischkämpfe, es gibt hier Büffelkämpfe oder gab Büffelkämpfe. Auf jeden Fall sind die Stadien noch da. Und wir werden jetzt hier sicherlich nichts verschweigen oder weglassen, nur weil der eine oder andere sich da auf den Schlips getreten fühlt. Wer meint, da etwas gegen unternehmen zu wollen, wir haben die Standorte immer unten in der Videobeschreibung. Der soll nicht den Tastatur-Rambo spielen und meinen, weil er zu Hause auf seiner Couch große Klappe haben kann, da irgendwas drunter zu schreiben, weil uns juckt das so oder so nicht. Und dementsprechend kommt hierher, macht was und quatscht nicht groß im Internet. Ja? Also Leute, die im Internet den Helden spielen, nehmen wir sowieso nicht ernst. So, und Sarah hat das Schild entdeckt, wie das Ganze hier heißt. Wat Kuranam Samui, Thailand. Kommt hier hin und guckt euch den Mönch an und wir schauen jetzt mal hier Guck mal, weiter. man kam sogar vom Mönch direkt hier runter. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Aber jetzt komm mal einmal mit, ich hab was für dich. Jetzt muss ich noch mitkommen. Ja, man könnte vom Mönch direkt hier runter gehen. Ja, stimmt. Aber wir müssen ja jetzt hier wieder uns beeilen. Kommen die dir bekannt vor? Ja, die kleinen Äffchen, ja, die habe ich als Bücherregal, Bücherständerhalter. Von deiner Oma. Von meiner Oma, ja, genau. Da sind sie nochmal. Okay, wir gucken jetzt hier mal weiter. Und da ist auch schon wieder, man soll hier mit T-Shirt und lange Buchse. Einige von den Touristen haben sich auch umgezogen. Und naja, muss ja jeder selber wissen. Aber ich denke mal, ist anständiger, wenn man sich hier an diese Vorschriften auch hält. Heute haben wir ein bisschen Glück. Es ist nicht so wie beim großen Buddha, wo wir uns die Füße verbrannt haben. Noch, obwohl wir heute ja mal wenigstens ein bisschen blauen Himmel haben, angenehm. Ist der Boden hier noch nicht so heiß. Aber es scheint das auch zu sein. Ja, das scheint hier zu sein. Ich werde aber jetzt nicht probieren, da reinzukommen. Ich meine, wir haben ja schon den einen oder anderen Tempel gezeigt. Und ich denke mal, wenn man sich für solche Tempel interessiert, muss man sich die so oder so vor Ort angucken. Bei den Kindern gibt es auch so Trainingsgeräte. Und nicht hier vom Internet. Nee. Ja, hier scheint eine Schule zu sein. Und interessanterweise haben die Kinder hier auch so eine Trainingsgeräte an ihrem Fußballplatz. Das ist natürlich schön für die Kinder, dass sie da so ein bisschen Sport machen können. Ja, die haben jetzt die Kamera entdeckt und freuen sich total. Ja. Da vor der Schule steht auch noch mal so eine Buddha-Statue. Also die nehmen ihre Religion hier sehr ernst. Ich glaube, die leben das auch nicht. Aber wie gesagt, Religionssache ist ja Privatsache und da darf ja auch jeder machen, was er will. Und auch solange hier, der uns nicht bekehrt. Genau. Und auch hier könnt ihr jetzt unter die Kommentare schreiben oder euch bei Facebook die Finger blutig schreiben. Es interessiert uns nicht, wenn ihr uns beleidigt oder kritisiert. Also viel Spaß. Ja, wirklich kurz hinter dem Kloster ist dann hier das I Love Elephant Samui. Ob ihr das jetzt toll findet oder nicht, schreibt das dann bitte auf die jeweilige Facebook-Seite hier von den Elefanten. Und hier gibt es ein Informationscenter. Ja, wir gucken einfach mal, wo das Informationscenter ist. Und schauen mal, welche Informationen man hier so bekommt. So, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier gelandet sind. Es scheint so, als würden die hier essen. Hello. Hello. Excuse me, where you come from? From Paraguay, but we are Germans, but we live in Paraguay. South America. South America. Very far. Very far, yes, very far. Okay, you can have us inside first. Do you have a booking? No, we only want we to, only want to ask. we, search information. What can we do here? Or No problem. Okay, you can have us inside first. okay, okay. Thank you. What do you do for the elephant? Food for the elephant? Yes. Ah, yes. Okay. Cake for the elephant from the elephant herd. Ah, okay. Okay, you can have us inside first. As you can see our activity. The group just Okay. finished. Okay. Thank you. Also hier machen die irgendwelche Vitamine oder so für die Elefanten. Und wir dürfen uns jetzt hier dieses Video angucken. You make the vitamin K to shower with elephant. Ah, shower with elephant, yes. Shower elephant. Ah, okay. You can give him food and wash him. Yeah, this one Okay, will touch see, right? You him. make the vitamin K for the elephant like Vitamin K. this. Yeah, like this. Ah, okay, yes.
You shower baby elephant. This Pukensi. Ah, okay. Puken A, you 3D and photo. Okay. Yes. That this Puken B. Make the vitamin K. You shower big elephant. You surplus elephant. Big elephant. This Pukensi like this. This Pukensi we include video for you for free. This Okay. You make a video for the visitor. Do you have a number or? Yes, I give for you this. Yes. Thank you very much. Thank you. Kopkunka. Ciao. Have a nice day. Thank you. It's like art. Yes. You can decorate your cake. You can put whatever you want. Ah, you can, whatever you want, you can make it. Yes. Yes. In here we not only rescue the elephant, we have dog, cat, and flying creole. Ah, okay. The sugar glider sleep in the box. You can open it. Ah, yes. You can touch Very them. nice. Soft. Really soft. Shh, they don't bite you. Das, was für Sarah hier so Tiere Mommy and sprechen. daddy. Yes. Daddy died, a bird catch. A bird catch. Ah, and you rescue. Yeah, only I one. love them. Okay. I rescue only one, but I don't know she pregnant and have a baby. Ah, she has a baby. Ah, yes. Oh, sind die geil. Very nice. Sleep. Yes. Now she fairly. Thank you. Thank you very much. Bye. Weißt du die Preise Das sogar? Oder hast du war die sehr interessant. Die Preise habe ich ja auf der Kamera. Also ja, ob wir das jetzt hier machen werden, das steht ja mal in den Sternen. Aber das auf dem Video sah jetzt so aus, als hätten die Elefanten ein relativ gutes Leben. Scheint ja hier wie so eine Auffangstation zu sein. Gerade hat er uns ja auch noch erklärt, dieses, was war das für ein Tier, was du da gestreichelt Ich hast? glaube, da war ein Flughörnchen. Irgendwie so ein Flughörnchen, keine Ahnung, was das für ein Tier war. sind Das die haben die süß. gerettet. Also da irgendwie ein Vogel hat wohl schon den Vater gekillt. Und der hat da nur eins von den beiden gerettet und sie war schwanger und dann kam halt das Kind zur Welt. Und ja, die werden es da jetzt irgendwie ein bisschen Aufpäppeln. aufpäppeln. Also vielleicht sollte man im Internet auch, bevor man immer schimpft Und hetzt und, hetzt beleidigt. und so, sich erstmal hier die Situation vor Ort erstmal angucken und nicht da vom heimischen Wohnzimmer aus dann den Tastaturhelden spielen. Vor allem, die meinten ja auch, die werden angekettet. Also da, wo wir waren, soweit ich gesehen habe, waren die Nee, nicht also wir angekettet. haben jetzt Die haben bis jetzt- diesen Elefantenhaken auch nicht gehabt. Ja. Also wenn wir jetzt da irgendwo gesehen hätten, dass die Tiere verletzt werden oder sonst was alles, dann Fehlte. hätten wir das dementsprechend ja auch gesagt, Ja. hier, das sieht nicht schön aus. Ja. Klar, Tiere eingesperrt sehen nie schön aus, aber wir müssen ja einfach nur mal dran denken. Ich war auch schon mal im Hobbyreitsport und wenn man jetzt mal denkt, wie viele Zehntausende, Hunderttausende Pferde in Deutschland in Boxen eingesperrt sind, da sagt keiner was, wenn man auf Pferden reitet Oder- oder so. Und aber Thema Willensbrechung, ne, was wir heute Morgen noch Ja. besprochen haben. Wenn man Hunde erzieht, die möchten das auch nicht. Also- Man bringt denen das bei. So das, ja, also da kann Äpfel mit Birnen vergleichen, ehrlich. Das genau. ist, Also wir sind auf jeden Fall auch dafür, dass es den Tieren gut geht. Ja. Aber andersrum, aber wenn man wir uns zeigen hier die Situation, wie sie hier vor Ort ist. Und wer da was dran ändern möchte und wenn ihm das dann wirklich freie Hand. stört, bitte, wie gesagt, die Standorte sind immer unten in der Videobeschreibung. Und ihr könnt auch bei Oh, lasst- Facebook oder sonst was dann die jeweiligen Örtlichkeiten raussuchen und direkt anschreiben. nur lasst uns damit bitte in anschreiben Ruhe. Das- bringt nichts. Wie gesagt, ihr könnt uns beleidigen und sonst was alles. Das ändert die Situation nicht und mich Deshalb- stört es nicht. Wer uns kennen würde, wüsste, wie tierlieb wir sind. Aber das ist den Leuten scheiße. Genau, so, das soll es jetzt auch zu der Genau. ganzen Tierdiskussion Da hab ich gewesen echt keinen sein. Bock Wie mehr gesagt, drauf. da äußern wir uns jetzt auch nicht mehr zu. Wir werden weiterhin die Insel so zeigen, wie wir sie vorfinden, unser Erlebnis generell unzensiert hier auch reinstellen. Und nur weil wir was nicht werten, heißt es nicht, dass wir das toll finden, weil wir gehen erstmal hin und wollen die anderen Menschen nicht werten. So, Und das machen nämlich offene Menschen so. genau. Und Und tolerante Menschen. ja, und jetzt Ja. geht's weiter. Wir gehen jetzt zum nächsten Platz.